Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Elysium, wo wir noch ein bisschen weiter mit der Würfelmacherin sprechen. Hat hier früher jemand Tiere ausgestopft? Ich habe Halterungen herumliegen sehen. You mean Mr. Fabron, the taxidermist? No, he mostly just did drugs. But what drugs exactly? Ich muss wissen, welche Drogen er konsumiert hat für meinen Polizeibericht. He got high on some weird taxidermy chemicals. I wouldn't recommend it to anyone. Eventually, they caused him to lose control of his bladder. The smell was awful. Even you can probably do better than that. You can almost see it. A small, sickly old man, hunched behind his work desk, his pants stained with old piss, stuffing a sad, stiff-legged raccoon dog. The entire scene looks tragic. Was hat es mit den kaputten Fenstern auf sich? Oh, this one's a mess. There used to be a company that promised to repair windows 24 hours a day. What could go wrong with this one, right? Turns out, the business was actually set up as a front for an illicit group that was producing snuff medias. Who would have guessed? And they never cleaned up the debris either. Now it's just littering the hallway and I have no idea how to get rid of it on my own. Eine wirklich coole Sache mit dem Sperrmüll, aber was ist ein Snuff-Milieu? Als Charakter kann man das mal fragen, auch ich möchte bitte keine Details über Snuff. It's a sub-rosa radio station that broadcasts real murders with real victims. Some people pay good money to get off on it. What does she mean, to get off on it? Don't worry, the ICP has a separate division that deals exclusively with unlicensed sub-roses. This isn't our problem. Good luck with that. It's not easy catching those perpetrators. Ich bin auf gruselige Schaufensterpuppen gestoßen. There used to be a fashion atelier here, but I have forgotten the head designer's name. They were doing well for a couple of years, until the insect rights activists came. Insektenrechtler? Was zum... The atelier produced a certain collection that used chitin among the materials. Apparently chitin is made in the Occident, where it's extracted from beetle wings. And you know how all kinds of political movements are big in the Occident. The activists shut down the biggest chitin supplier, which of course caused the price to skyrocket. And, naturally, all the most fashionable tastemakers refused to be seen in chitin from then on. The atelier went bankrupt before they could finish the collection. Ich bin froh, dass sich jemand für die kleinen Kerlchen eingesetzt hat. Ich mag Insekten. Aber Insekten haben weder Grips noch Gefühle. Vollkommen zu Recht. Es ist eine furchtbare Idee, Kleidung aus Käferflügeln herzustellen. Okay, wo sehe ich uns da charaktermäßig? Ich glaube tatsächlich hier. Actually, insects do have brains, but yes, I understand what you're saying. I think the protesters took it a little too far. As she shifts around, you notice several dead flies on the windowsill in front of her. Legs up. They're not moving. Anything else? Was hat es mit den Rotorblättern und Skiern auf sich? They were made by a company called Slipstream. After they pivoted from making rotor blades to skis, their chief executive took off on a vacation with all their money. Honestly, I think it's quite funny. I think he's still sending out holiday transmissions from Tulula or Tiumotiri or Hashtkor or wherever he is. Interessant. Um was geht es denn in diesen Botschaften? The usual, I imagine.
But he's been thinking up all kinds of new business plans and can't wait to get started on them just as soon as he returns. Ihr Lächeln wird breiter, bevor sie hinter dir das Gesicht des Lieutenants entdeckt. Men like that are a curse. Sure, but Slipstream is history now. All the remaining assets got seized by the bailiffs in 47. I have no idea why those keys and blades are still lying around in the house. Not much use now, I guess. Ich habe die Sprechanlage des Gebäudes gefunden, aber sie funktioniert nicht. Oh, right. I hope you didn't try to ring me. I think none of those doorbells work, including mine. I'm still in the middle of connecting the wires. Sorry about the confusion. The doorbell with the empty name card must belong to her then. Also ist die Klingel mit dem unbeschrifteten Namensschild ihre? That's right. I haven't even written my name there. As I said, it's quite useless right now. It doesn't work yet. Ich habe mich gefragt, ob das Whirling in Wracks zum selben Gebäudekomplex gehört. Hatten wir das nicht schon geklärt? Ah, You could say so. Both houses were built at the same time and under the East Delta Commerce Center project. That explains why you can call the whirling from the intercom, albeit I doubt that anyone responds. If the whirling is part of the same building, then it's part of the doomed commercial area. The darkness of this place is there, too. auf einem der Klingelschilder habe ich den Namen East Delta Flipperhalle gesehen. Right, it used to be a gaming arcade. This is an ancient failure, before my time. I'm not surprised, however. My advice, don't base your business on a fad. Hypnotism, floriography, trick-track, especially pinball. Agreed. Pinball is the worst. His disdain for pinball could not be clearer. Okay. Als ich versucht habe, bei einer Firma namens Slipstream SCA zu klingeln, ist etwas Seltsames passiert. Es hat sich jemand gemeldet. It can't be true. They don't work here anymore. They've been gone for years. Are you sure it was Slipstream SCA? Was it a woman? Maybe it was Plaisance from the bookstore. Sie hat gesagt, sie sei von Tricentennial Electrics. Tricentennial Electrics? Es dauert einen Augenblick, ehe sie den Namen zuordnen kann. It used to be a major electric company 100 years ago. Are you sure it wasn't just some kids playing a prank on you? No, it was something else. It was eerie. Nein, es war etwas anderes, etwas Unheimliches. Du kneifst die Augen zusammen. Pranks can be eerie. Sie wirkt, als sei sie immer noch davon überzeugt, dass etwas Harmloses zugrunde liegt. Oh, the kids these days. We were just one of them and now they're terrorizing us. No solidarity. Ich habe noch ein paar Fragen zum Gebäude. Sure, I'm listening. Die Sprechanlage. I'm pretty sure it still doesn't work, but sure. What do you want to know? Okay. Tatsächlich nichts. Sure, I'm listening. Good. I hope it clarified things a bit. What else? Was wissen Sie über den Mann, der hinter dem Whirling in Wracks gelyncht worden ist? Nothing really. I didn't know him. The lieutenant looks at his notebook, then the woman under the large window. Your window looks directly onto the courtyard. You're saying you didn't see or hear anything unusual last Sunday evening? I'm sorry, detective, but as you know, I usually have my headphones on when I'm working. It shuts out most of the daily ruckus behind my window. Was meinen Sie mit täglicher Unruhe? Well, there's always something going on in the Whirling's backyard. Sie hält inne und versucht, ein Beispiel zu finden. During daytime, there are usually those kids. And lately, I've been seeing a lot of drunk workers hanging about. Must be because of the strike. But I never saw anyone during that fateful Sunday night, I'm afraid.
Und Sie haben während der Arbeit nie einen Blick aus dem Fenster geworfen? I might have, but in this case, all I would have seen is my own reflection staring back from the darkness. It's really hard to make anything out in the yard when it's dark outside. Besides, I rarely get up to look out the window when I'm in the zone. Arbeiten Sie oft Sonntagnachts? It's an odd profession, making dice for people, but I like it, and I prefer doing this to sitting at home. Verstehe. Danke für Ihre Antworten. She nods. Anything else, officer? Ich habe noch Fragen zu diesem Gebäude. I'm listening. Okay, vielleicht auch nicht. Good. I hope it clarified things a bit. What else? Wir können die Schaudersache mal probieren. Also wird nicht viel bei rumkommen, aber worth a shot. A gust of cold air sweeps through the chimney. The stones and minerals on the shelves rattle as though agitated. For a moment, it almost feels as though you're outside the building, exposed to the atmosphere. Wissen Sie was, Neha? Der Fluch ist echt und ich habe begriffen, warum er Sie verschont hat. Noch ist es nur eine Hypothese, aber lassen Sie mich ausreden. Ich glaube, ich weiß, warum Sie mit Ihrer Geschäftsidee nicht gescheitert sind. Didn't we already talk about this? Es liegt daran, dass Sie sich gar nicht im selben Gebäude wie die anderen aufhalten. Streng genommen sind wir hier nicht im verfluchten Gewerbeblock. What are you talking about? My address is exactly the same. Rue des Anglais 10. No, the old coal plant that used to be here was subsumed into the new venture. Its ruins swallowed up. Yet it has a different address in the heart of the city. Nein, das hier war eine Kohleaufbearbeitungsanlage. Du berührst den Sicherheitsrollladen. Sie befinden sich im Kamin eines anderen Gebäudes. This doesn't make any sense. Verunsichert blickt sie sich in dem behelfsmäßigen Nest um, das sie sich geschaffen hat. Are you saying my business was spared because of a technicality? Where is this coming from? Sagen wir es mal so, ich habe meine eigenen Methoden. Ungewöhnliche Methoden. Im Herzen der Stadt hat es eine andere Adresse. Ich folge bloß den Gesetzen der Logik. Hier drin ist es windig. Vermutlich haben sie die Öffnung des Kamins nicht richtig verschlossen. Du zeigst nach oben. Im Herzen der Stadt hat es eine andere Adresse. Ach so, so im Herzen der Stadt ist das gemeint. Ja, im Herzen der Stadt hat es eine andere Adresse. And what? Does it mean that I'm safe from failure? Don't let her become complacent. She still needs to ward her soul against the evil forces. Niemand ist wirklich je davor gefeit zu scheitern. She starts laughing, her fingers trying to rub away the exhaustion from her face. Do Was? you know what this is? Sie hebt ihre Hand und präsentiert ihr ein glänzendes Stück Metall an ihrem Zeigefinger. Ihr Glücksbringer? Eine Art Schutztalisman? Für mich sieht das nach einem normalen Schmuckstück aus. Mich interessiert nicht, was das ist. Ich bin nur hierher gekommen, um Ihnen zu erklären, warum Sie noch nicht gescheitert sind. Nein, ist das Ihr Glücksbringer? Eine Art Schutztalisman? It's a mourning ring. I made this when my first company failed. It was a small jewelry shop right here in the East Delta Commerce Center, built with the little I inherited from my parents. I drove it into the ground within a year. I didn't have what you would call a viable business plan. Sehen Sie, den Fluch gibt es wirklich. Ich wette, dass Sie diesen kleinen Schmuckladen nicht in den schützenden Tiefen des Kamins betrieben haben. Warum erzählen Sie mir das? It wasn't just a jewelry shop either. I always thought that it was just the world that you were supposed to try again and again until you finally succeed. And now you're telling me what? That it was all because I didn't run my little shops and ventures from a dump inside an abandoned chimney? Bezeichnen Sie diesen Raum doch nicht als Loch. Sie haben es sich hier schön gemütlich gemacht.
Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist Entropie. Ja, der Zufall ist alles, was uns beschützt. Bezeichnen Sie diesen Raum doch nicht als Loch. Yeah. Or maybe it's the entire world that's cursed. It's such a precarious place. Nothing ever works out the way you want it. That's why people like role-playing games. You can be whoever you want to be, you can try again. Still, there is something inherently violent even about dice rolls. It's like every time you cast a die, something disappears. Some alternative ending or an entirely different world. Sie nimmt 2 Würfel vom Tisch und begutachtet sie im Licht. But anyway, thanks for sharing your theories, Officer. Okay, cool. Das hat uns halt gefühlt gar nicht weitergebracht. Also es war ein cooles Gespräch, mochte das sehr gerne, aber wir haben Würfel bekommen. Und können vielleicht noch den zweiten wiederfinden. Mal gucken. Dieser 20-seitige Würfel besteht aus Blutstein und ist mit Lapislazuli eingelegt. Die Farben erinnern das Blaulicht vom Polizeiwagen. Sein blaues Gegenstück fehlt jedoch. Sieht irgendwie aus, als ob die Feuerwehr gerade eingetroffen wäre? Scheiße gelaufen. Flutschige Finger. Hinweis, 7 Tagebuch unter Karte nach, welche weißen Würfelproben entsperrt worden sind. Haben wir jetzt wirklich ein... Es wäre so gut, wenn wir jetzt einfach einen W20 würfeln könnten, statt einem W6. Das wäre halt übertrieben. Hinterhofmauer. Hinterhofmauer. Wait. Welche Ecke war? Ah, Moment, das war die mit den die mit dem Einschusslöchern, glaube ich. Und Reiterdenkmal, ja, okay. Und wir haben noch einen Gedanken. Die unsichere Welt. Vorübergehender Forschungsbonus, alle roten Würfelproben schlagen fehl. Uff. Okay. Wir brauchen tatsächlich einen Skillpunkt, um was zu vergessen. Dammit. Die Frage ist, was kriegen wir als Bonus, wenn... Wo ist denn das jetzt? Hier. Das hebt sich irgendwie farblich nicht so richtig vom Rest ab. Die Frage ist, was kriegen wir als Bonus, wenn wir das zu Ende gedacht haben? Okay, aber wir gehen erstmal wieder. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, mich zu heilen. Ich weiß nicht warum. Geht hier noch irgendwas? Ne, hier ist exakt gar nichts. Okay. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir einen Würfel hier irgendwo finden, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. A thick layer of coal dust covers the furnace. The bear's eyes are still glowing red. Okay. Inzwischen genug Zeit vergangen ist, dass das Ding fertig abgetaut ist. Also, Moment. Werkzeug ausrüsten. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner. Ja, gut. Oder auch nicht. Kein Würfel für uns, so wie es aussieht. Schade eigentlich. Dann legen wir das erstmal wieder weg.
Stimmt, ich hatte völlig vergessen, dass wir uns das Zeug von dem Typ aus der Pfandleihe geholt haben. Ich völlig vergessen. Okay, sprechen wir mit der Lady im Buchladen. Das ist erstmal das Naheliegendste. What have you found? And also, do buy the books. There may be teachings in them. Ich habe mit dem Wesen gesprochen, von dem Sie mir erzählt hatten. Sie heißt Neha und ist eine Würfelmacherin. A novelty dice maker? Well, spit it out. Why does she need the dice? For some kind of sorcery? Sometimes they use the ankle bones of sheep. Sie ist weder eine Hexe noch ein böswilliges Wesen. Sie ist eine Geschäftsfrau, genau wie Sie. Nein, ich habe ihre Aura gespürt. Sie ist an diesem Fluch nicht schuld. Womöglich hat sie etwas damit zu tun, aber ich habe keine Möglichkeit, das böse Wesen weiter zu befragen. Nein, ich habe ihre Aura gespürt. Sie ist nicht an diesem Fluch schuld. I don't understand. If it's not her, then where is the source of the doom? How did she explain the curse? Just don't say you don't have any answer yet. The uncertainty is killing her. You've come this far, you know how to end it. There is an entity behind the entity. Sie sagt, es gebe keinen Fluch, nur zu viele Ungereimtheiten. Sie hat gesagt, dass es nur am Kapitalismus liege. Insolvenzen seien eine Nebenwirkung unseres Wirtschaftssystems. Es liegt am Tierpräparator. Der Besitzer hat sich mit dunkleren Künsten befasst als nur der Taxidermie. Das hat dann die Geister aus dem Nichts herbeigelockt. Ehrlich gesagt habe ich noch keine Antwort für Sie. Es muss noch ein paar Anhaltspunkten nachgehen, wie dem seltsamen Funkcomputer-Dings. Es gibt noch ein weiteres Wesen, viel böser und für die Geschehnisse in Matinees verantwortlich. Vielleicht werde ich ihm über den Weg laufen. Sollten wir das jetzt wirklich sagen? Ich weiß ja nicht. A third order presence, yes. A great dark relief washes over her. I've heard of these triactors. In certain occult literature, that's too dark to dwell on for too long, and definitely not in public. I understand everything, sir. Thank you for your descending into the maelstrom. I will keep fort up here, strengthen the wards, do my best. And if you happen upon the third entity in your travels, may the Lord be with you. Auf ihrem Oberkörper deutet sie ein X-förmiges Kreuz an. Well, this has been absolutely educational. If we happen on the third presence in our travels, we will certainly come back to tell you. Yes, the venture continues. In other waters, darker waters. Should we get out of here before the vortex collapses? Ja, ich denke schon. Okay, es hat uns immerhin ein Level abgebracht. Ich glaube, den Punkt möchte ich mir kurz noch aufsparen, falls wir tatsächlich was vergessen möchten. Ansonsten wäre es maybe interessant, irgendwo einen Punkt in die obere Reihe zu packen, so Enzyklopädie oder Konzeptbildung. Maybe. Wahrscheinlich eher Enzyklopädie oder Rhetorik vielleicht. Konzeptbildung haben wir schon auf 5, das ist not too bad. Wobei das auch hauptsächlich an unserer Ausrüstung liegt. Ja, mal gucken. Würde ich vielleicht auch mal mit warten, ob wir irgendwo eine Würfelprobe kriegen, für die wir dann einen bestimmten Stat höher brauchen. Vielleicht macht das Sinn. Hello, sir. How is the investigation going? Found any curses yet? Ja, ich habe immerhin einen Weg in den verfluchten Gewerbeblock gefunden. Oh, that's great. I hope exciting adventures lie ahead. And maybe you can help Mother become less afraid. Das ist leider noch gesperrt.
Die Wand hinten. Da können wir nochmal gucken. Wenn wir da ganz umständlich hingelaufen sind. War das nicht die hier? Ich dachte. Offensichtlich nicht. Wo ist denn... Hier ist die Karte. Die Hinterhofmauer. Aber das ist doch hinter dem Whirling. Aber wo kann ich denn hier noch eine Probe machen? Oder war das oben irgendwo? Nee, eigentlich nicht. Oder mussten wir wirklich dann in den Innenhof? Bin ich jetzt auf der falschen Seite vom Zaun? Kann ich mir das auf der... Oh Gott, ich bin noch zu verpeilt, ne? Kann ich mir das auf der Karte nicht genauer anzeigen lassen? Ne, reinzoomen kann ich da nicht. Aber es ist aber, glaube ich, auch nichts super Wichtiges. Ich meine, wir können beim Reiterdenkmal jetzt nochmal nachgucken. Da kommen wir ja eben mehr oder minder dran vorbei. Das ist hier direkt irgendwo. Wie kamen wir da doch gleich hin? So rum, so rum. An old monument stands in the middle of the traffic island, pointing toward the sea. It looks as if it's been reassembled piece by piece, secured and mounted in the air with the aid of numerous ropes and rods. Was hat dieser König getan? Even by the standards of the Philippian kings, old sumptuous Philip was known for his profligacy. Inwiefern? Well, he blew through the whole national treasury, starting the decline of one of the penultimate century's greatest superpowers, the suzerain of Revachol. His own maladministration foreshadowed the fall of the monarchy. During the anti-centennial revolution, an end to his family line and the monarchy on the Insulindian Isola. Wie hat er es geschafft, das ganze Geld in der Staatskasse auszugeben? Stories have it that he had his bedroom converted into a treasure chamber, where he stored unfathomable wealth. Krugerrands, bars of gold, ornate weaponry, armor, and various chalices. He called it the Sol Auron. It was obscene. There were whispers he slept on a huge pile of gold-dipped feathers, like some obese dragon, instead of a bed, like a normal person. The man certainly knew how to live. Ich würde auch gern auf Gold schlafen. Wäre ein richtiger Geschäftemacher. Der König ist der König, er kann tun, was immer er will. Was, wirklich? Das kann nicht stimmen. Was für eine erbärmliche Farce. Kein Wunder, dass alles den Bach runtergegangen ist. Nein, was wirklich? Das kann nicht stimmen. But wait, you haven't even heard about his fabled cocaine addiction. Moment, seiner was? You see, old Philippe wasn't just good at squandering the national treasury on gold and ceremonial weaponry, he was also a prodigious snorter of nose candy. Not just any nose candy, though. We're talking Royal Philippian Blow, allegedly twice as potent as the stuff you find nowadays, and purple. Philippian cocaine was purple. Okay, er war also süchtig nach Schnee. Ein aufgedunsener Junkie? Das muss ich erstmal verarbeiten. Also wir müssen definitiv nicht fragen, was Schnee ist. Ich glaube, da sind wir uns relativ sicher. Ich
Ich hätte irgendwie so eine Option erwartet, von wegen so, okay, wo können wir dieses Zeug bekommen? Er war also süchtig nach Schnee. Ein aufgedunsener Junkie? That's what the revolutionaries said 150 years later, right before they emptied out the royal mausoleum and dumped His Majesty's mortal remains in the Elysium Bay. Ich gehe die Gesprächsoption jetzt trotzdem durch. Cocaine. Ja, Schnee ist Kokain, schon klar. Okay, das muss ich erstmal verarbeiten. His Majesty's courtiers said it helped him connect with the higher realms. Und wo ist er jetzt begraben? Beneath the cold waters of the Elysium Bay, thrown there by the revolutionaries after they cleaned out the royal mausoleum. A group of marble pleurons still surround the king's vandalized tomb. A deathly cold wind sweeps up candy wrappers and old newspapers. Was ist mit der Statue passiert? The original was blown apart by communards, then further damaged during the landing of the coalition's airships during the turn-of-the-century revolution, when Martinez was leveled. Wer hat das Monument wieder aufbauen lassen? Some years ago, a group of liberal, artistically inclined individuals, designers mostly, thought it would be ironic to restore the statue of the most wasteful ruler of Revachol in the poorest part of the city. The statue is supposed to capture the moment it was blown apart, like an instant frozen in time, a rare butterfly trapped in amber, floating on a sea of shit. Das ist brillant. So witzig und nihilistisch. Das ist keine gute Idee. Ich verstehe Kunst wirklich nicht. Und ich denke, es ist einfach keine gute Idee. People in Martinez tend to agree, as do many prominent art critics and thought leaders with more nuanced social awareness than the young ironists. Philip III, the squanderer, however, with his bronze face up in the air, doesn't seem concerned about what the hoi polloi think of him in death. Okay, dann haben wir hier noch ein bisschen Lore abgegriffen, aber so recht weitergebracht hat uns das auch nicht. Was haben wir denn im Moment? Ich bin immer noch so ein bisschen verwirrt, dass wir Garten nicht nach den Klamotten fragen können, obwohl wir das als Auftrag haben. Das ist so, okay. Nee, da wollte ich hin. Aber hier ist doch auch nichts mit Hinterhofmauer. Oder ist das halt wirklich da oben irgendwo? Aber das macht eigentlich alles keinen Sinn. Hier ist ja auch nichts weiter. Ja, wir können hier nochmal hocheiern, aber das passt ja dann eigentlich auch. Also hier sind wir ja quasi schon hier im Hafenviertel und das muss ja eigentlich direkt hinterm Whirling irgendwo sein, oder? Ich meine, es ist eh unmöglich. Also wir werden halt keine fantastische Chance haben, da irgendwas zu reißen, aber ich wüsste trotzdem einfach gerne, wo das ist. Aber ich habe ja nichts, wo ich hiermit interagieren kann. Das finde ich halt gerade so ein bisschen weird. Wir könnten noch mal eine Sache nachgucken. Naja, damit wird halt nichts weitergehen, ne? What do you see? Naja, wir sind das alles schon durchgegangen.
Mit der Leiche wird halt nichts gehen, weil wir unsere Stats nicht verbessert haben. Oh, was brauchen wir denn da? There he still is, looking right through you. With Hoppala. Ausdauer. Stecken wir einen Punkt in Ausdauer? Machen wir. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. Es ist immer noch sehr unwahrscheinlich. Ah, guck mal, hier geht jetzt voll viel. Warum ist das alles so weit unten? Okay, es ist halt schon auch alles Kartenwand. Warum sind die ganzen weißen Sachen, die jetzt wieder gehen, einfach nicht hier oben? Ich bin halt einfach davon ausgegangen, dass hier nichts weiter geht. Aber okay. Unmöglich. Schädelmesser ist mir egal. Müllcontainer. Das ist alles legendär. Kartenwand. Mechanik herausfordernd. Seelängen. Oh, das ist der Second-Hand-Dude. Ja, okay. Herausfordernde Sachen könnte man halt nochmal probieren. Also nochmal in den Buchladen, da wollte ich ohnehin hingehen. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine Option. Dann gehen wir nochmal hoch zu der Kartenwand. Das ist das Ding hier, ne? Several maps have been. The maps look old and faded. Your eye. This large map, Ozon, disintegrate in the northeast, radiating outwards from you. You can lost little pearls of the ocean connections that you have little. Perhaps they are the north coast to the east. Hudon. It's so small you can't even. No, Coal City is worse. A charred limb. Rain falls on its slick black streets, and then there's the burnt-out quarter in the heart of Jamrock. Is it cold in this bookstore? Or is it just you? No, this is somewhere to be. This is all you have. But it's still something. Streets and sodium lights, the sky, the world. You're still alive. I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. And besides, you could scarcely afford them. They're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. Yes, yes. Are you interested or not? Aber wo ist hier noch eine Herausforderung? Ich habe jetzt alle Dialoge durchgeklickt. Also, bin ich einfach massiv verpeilt? Die weiß hinterlegten können nun erneut versucht werden. Also dann müsste das ja eigentlich eine sein. Oder habe ich irgendwo ein abgeschlossen übersehen? Nee, die müssten ja eigentlich weg sein, wenn sie nicht abgeschlossen wären. Shelves full of biographies of famous people, whoever they are. This bookstore is not strictly about crime. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Eigentlich wollte ich hier... Ich hatte ein bisschen gehofft, wir können, nachdem wir den Hinweis bekommen haben, dass Gerüchten zufolge der Boxsack mit Drogen gefüllt sein sollte, dass wir da nochmal reingucken können. Also das Ding ist jetzt wieder entsperrt, aber... The barbell waits patiently on the floor, like a dog for its master. Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist. Da verlieren wir jetzt halt nur wieder Hitpoints. Ich meine, durch den Punkt in Ausdauer haben wir jetzt einfach einen Hitpoint mehr. Das ist ganz nice, aber sehe ich mich halt irgendwie nicht so.
Ah, ich brauche ja schon die Taschenlampe, ne? Ja, Kim, ich hab's ja verstanden. Ja, okay. Gut, was war das andere? Ah, ja, genau. Dann gucken wir mal, ob... Ich wüsste gerade nicht, was ich bei dem Second-Hand-Typen noch irgendwie wollen würde. Das ist hier unten irgendwo, ne? Sag mal. Everything's still cool here, officer. Oh, okay, wir können versuchen, dass er uns Geld gibt. Pff, ja, warum nicht? Start with a little compliment, then work your way up from there. This is about business, remember. Sie wirken wie ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Möchten Sie ein Mitglied der hiesigen Polizei unterstützen? Oh, okay. But why, officer? Betrachten Sie es als Investition. An investment? What kind of investment? Sie investieren in mich, einen äußerst experimentellen Menschen. Mein Chance-Risiko-Verhältnis ist irre. Ich bin Polizist. Es ist eine Investition in gute Beziehungen zur BMA. Es ist eine Investition in Ihren Kundenstamm. Sie brauchen ein stabiles Fundament, Mann. Tja, mit was kriege ich ihn am ehesten? Chance-Risiko-Verhältnis? Maybe. I guess it can't be any riskier than speculating in exotic derivatives. How much are we talking about here? Ich glaube, 1 Million Real ist halt Unfug, aber 10 Real? 10 Real is a bargain for that kind of investment. You got it, my man. Okay. Ich lasse sie dann erstmal in Ruhe. Ja, lol. Okay. Aber was jetzt? Was können wir denn... Das ist halt also legendär, heroisch, unmöglich. Das können wir... Göttlich, das können wir halt alles vergessen, oder? Körperapparat beachtlich, aber das Schädelmesser ist mir halt auch egal. Frachtcontainertür ist unmöglich nach wie vor. Also das Scrollen funktioniert auch nur so mittelmäßig gut. I mean, we can try. Wir können noch mal versuchen, die Leiche abzunehmen. Was war das doch gleich? A rusting control panel with loose wires dangling out from the hole where an indicator light. This panel. Das war die Schleusensteuerung. Ich erinnere mich. Okay, dann... Das wird halt erbärmlich sein, wir werden wieder kotzen, aber... There he still is, looking, ha ha ha, again. The corpse laugh. Every time it happens, it gets worse and worse. There's nothing more to throw up now. All that's left is crying and convulsing dryly at the same time. Little black... Officer. You can open. Relax.
It's okay. Ja gut, das war irgendwie zu erwarten, aber okay. The trash containers, the smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. The container sounds a muffled gong. Tja. Ich bin nach wie vor... Wo ist denn... Ja, okay, das war das. Schließe den gedankenvolumetrischer K-Kompressor ab. Können wir natürlich machen. Müssten wir aber erst noch ein Level für aufsteigen. Frag HT, ob er weiß, warum die Kleidung des Opfers im Abfall gelandet ist. Kann ich nicht. Kann ich literally nicht machen. Was das Besondere an dem Borscht ist, wissen wir halt auch inzwischen, oder? Es ist halt einfach massiv Alkohol drin. Ich finde das super weird. So, Garté. Can I help you? Nein, kannst du nicht. Another thing. Great. I love those. Können halt wirklich nur nach der Telefonleitung und der Tür fragen. Yes. Das... Oh, hello, dear. Das hilft mir halt alles nicht weiter. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, acknowledging your presence. The man says a couple of sentences in that strange language of his and then seems to wait for you to speak. Boars need more vodka? Er nimmt Okay, so it's vodka that keeps the men happy and in good spirits. Clever move by the Union. Vodka borscht! I love it, Bratan! Turn it the fuck up and then ask for some yourself! Turning it up seems like a dangerous idea, honestly. The place is a powder keg. Ah, es klingt super. He smiles, nodding vigorously, then Okay. pours half a bottle of vodka into the pot. With a whistle, he stirs the brew. Könnt euch etwas von dem Gebräu haben. He smiles and nods enthusiastically, and, chattering away in his language, ladles some brew into a small thermal cup, then hands it to you. Okay. Dann sind wir zumindest ein bisschen weitergekommen. +1 Konstitution, -1 Moral. Könnten wir uns mit buffen, wenn wir das möchten. Gucke gerade, ob noch irgendwas was bringt, was uns mit der Leiche helfen würde. Aber nicht wirklich. Okay. Aber gut, dann haben wir das abgeschlossen. Was ist denn... Das Ding könnten wir halt easy machen. Können wir den noch anhalten? Und dann einfach den verinnerlichen? Ich meine, das sind 30 Minuten. Das geht eigentlich relativ fix. Müssen wir nur irgendwie... Wir können theoretisch lesen, um Zeit zu überbrücken, aber wir haben kein Geld, um... Doch, wir haben inzwischen Geld, um uns ein Buch zu kaufen. We do have...
Aber vielleicht möchte ich nicht unbedingt... A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. Das macht alles erschreckend viel mehr Sinn. Wir sehen uns nochmal den Stapel mit Wirral-Produkten an. An endless variety of sourcebooks, lore books, and codices litter the table. The topmost book is titled Welkin Compendium, 2nd edition. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Katawak, Boreal Creature Compendium, and a Pick Your Path adventure game book titled Tales of Wirral, Cavern of Velkrag. Books in a board game section? Who wants to read books? A towering mountain of colorful board game boxes and Wirral codices. Vielleicht kriegen wir das Passwort, wenn wir hier das Brettspiel kaufen. Aber das sind 25 Real, die habe ich nicht und eigentlich will ich... Also wir könnten was verpfänden, aber eigentlich will ich das im Moment nicht. Was haben Sie hier für Brettspiele? Wonderful board games, sir. The Viticulturist is a classic for sure. Or perhaps you'd like Archipelagos of Insulinda, a very educational game for those interested in geography. Braubritter is a fun game of economic competition, but can get quite intense after a while. We have games for the whole family. You can play with your children. Who are you going to play board games with? Do you have friends or family? Wow, ich habe Kinder? Eine Familie? It certainly feels like whatever you are will die with you. Oh, wow. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Kinder habe. Friends are technically like family. For playing with friends, I'd recommend Suzerainty. It's a civilization building game where you build a civilization, then set off to brutally colonize and repress other civilizations. It'll cost 12 Real. Weiß ich nicht. Was ist mit all diesen Viral-Sachen? Lousy auras there. No, role-playing games are popular among those types. You know, who are into those kind of things. Personally, I don't like it. Not at all. I've heard they turn people into occult enthusiasts. That they have rituals where they try to summon entities. Highly immoral stuff. You can still buy them, though. Okay. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian. Will ich dafür 9 Real ausgeben? Ich weiß nicht, wir hatten hier oben was günstigeres, oder? This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Medizinische Zwecke des Graus. Indeed. Something about that book does seem to have spoken to you. Well, I hope it contains what you're looking for. So, interaktiv. Ein kleines grünes Buch, das aus irgendeinem Grund eine eigenartige Vornahme erzeugt. Es beschreibt verschiedene Arten lähmender Erkrankungen mit Hilfe von Grau zu heilen. Einige davon scheinen mehr als fragwürdig. Medicinal purposes of the Pale. The cover of this heavy tome features a number of esoteric symbols. Flipping through the book, you find a number of sections on the general benefits of the Pale. A large pharmacopoeia makes up nearly half of the book. Was ist eine What? You come across the following explanation. While modern pharmacopoeia are continually updated by so-called experts based on the results of clinical trials, readers will find assembled here the timeless wisdom relied upon by generations of traditional Seolite medicine practitioners, Mesk mystics, and Ilmaran folk doctors. Finally, something to calm the angry spirits that have been plaguing you. It seems to contain descriptions of the medicinal properties of various ingredients that may be gathered from the Pale, as well as instructions for producing
a variety of herbal remedies. Steht dort irgendetwas über die Wiederherstellung verlorener Erinnerung? There are a number of zeolite tonics that promise to improve your short-term memory, but nothing that speaks to your condition. Ich möchte einfach nur etwas, um die unendlichen Qualen meiner kümmerlichen Existenz zu lindern. Irgendetwas darüber, wie man einen Kater von apokalyptischen Ausmaßen heilt? There's nothing in here that speaks to hangovers directly. However, while browsing through the various descriptions, you become convinced that you could assemble something from the ingredients listed here. Want to give it a shot? Na schön, Buch. Zeig mir, was du kannst. First, you need to choose a base ingredient. Ingwerwurzel. Next, you'll need to combine the base ingredient with an appropriate vehicle. Ein Schuss Whisky. Lastly, is there anything else you'd like to add? Ein Löffel Zucker. You've created a delicious tincture of whiskey and ginger. According to the pharmacopoeia, it should increase your energy and focus, though, in your experience, it's only done the opposite. If only you could find one of these right now and drink the shit out of it. The book said it's good for you, so it would be okay. Would you like to try again? Nein, das Zeug ist sowieso nur ein Haufen Quatsch. You close the book and find yourself staring at the familiar cover once more. Stecken wir das Buch ein und Volumetric shit compressor. Gott, dieses Bild, ne? Bizarre scientific news from Revachol West today, where a police officer's shit has been observed at a pressure of around 495 gigadecimals. These metallic hydrogen levels of shit togetherness were thought to exist only at the center of collapsing stars, not law officials. It remains to be seen how long the shit singularity lasts. Okay. Lerngrenze für Ausdauer auf 4 erhöht. Alle weißen Würfelproben für Ausdauer freigeschaltet. Okay. Aber das ist jetzt nur wieder freigeschaltet, oder? Da haben wir jetzt keinen Bonus drauf. Außer, dass wir mehr Punkte in Ausdauer stecken können, wenn wir leveln, aber... Ich meine, wir können noch mal gucken, ob wir jetzt noch einen besseren Bonus darauf haben. Aber irgendwie gehe ich nicht davon aus. There he still is, looking right Oh through doch. you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Wir haben It is all it does now. einfach einen +6 Bonus da drauf. Okay, crazy. Ja, dann machen wir das einmal. As you breathe in, the odor comes over you. It's a smell of the mind telling you to run, and your stomach to wring itself empty. With your hands at your sides and your eyes squinting, you stand in it. Riechen die immer so? They do after 7 days, yes. We are deep in decomposition here. Du gehst näher heran. The man before you is naked, but for a pair of underpants and enamel boots. His skin is greenish, marbled with decaying veins, and blotched by lividity. A fading web of tattoos covers his chest and shoulders. The cargo belt used to fasten him to the branch above appears industrial in strength. Okay. Ich habe so das Gefühl, das könnte noch einen Augenblick dauern. Andererseits, jetzt einen Cliffhanger reinzupacken, wäre auch Arsch, oder? Wir untersuchen mal die Stiefel. The material appears to be ceramic. Its clean white stands in stark contrast to the decaying flesh above the knee. The man wore thick polymer socks, probably for padding. A fine array of interlocking plates covers them. Delicate and fragile,
They feel alien to the world around you, out of place somehow. These are clearly not boots. They're armor, possibly part of a larger set. Das sind keine gewöhnlichen Stiefel, oder? Das ist ein Teil der Rüstung, die ihm weggenommen wurde? Indeed. Technically speaking, these are sabatons, not boots. Was für eine Rüstung ist das denn genau? Ceramic plate. Zirconium dioxide, most likely. This is where the make would be. Wo? Under the heel. Fair weather. Fair weather model T500 VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. Und wo ist der Rest davon? Piece by piece. He's been out here for 7 days. It would be odd if they didn't. Okay, also wirklich gestohlen. We should keep a lookout for these species. The armor could yield information. This is one thing he might actually know. If you wear those pieces, it will help me protect your mortal coil. Warum braucht meine sterbliche Hülle denn Schutz? Yes, bullets will fly. They always do. And the coil is fleshy and mush and permeable. Cast it in ceramic shell. Resist death. Vielleicht hat er nur diese Stiefel getragen und es gibt gar keinen Rest der Rüstung? No, I think he had something precious underneath the clothes. They had to remove the jeans and shirts we found to get to it. And this kind of armor is often worn under fabrics. Und wenn sie ihm befohlen haben, sich auszuziehen, bevor sie ihn erhängt haben, um ihn zu demütigen? They usually hang them completely naked for that. La puta madre, the Mazda, the Besmerties and the like. This one still has his underpants. Fucking talking about underpants. Das Material ist hier irgendwie fehl am Platz. It is. It's expensive. Der Lieutenant malt mit seinem Zeigefinger im Kondenswasser auf dem Keramik eine Linie. We've requested similar material for our tactical units for years now. The constabularies deemed it too costly. In that time, we've lost 6 men to semi-automatics. Was kostet der Spaß denn? For a full set, about 4 years of wages. Da klingelt die Kasse, Baby. Du nickst den Stiefeln zu. By catching, do you mean let's not log them as evidence? Let's steal them? Tja, eigentlich habe ich genau das gemeint. Ja, so lässt man eben die Kasse klingeln, ja. It means disciplinary hearing. Wie konnte sich dieser Mann denn eine solch teure Ausrüstung leisten? Looks like he worked for a private contractor, like Wrack told us. Wealthy, with state ties. This is way above what we have. Du klopfst an den Stiefel. A small bell-like sound fills the air, like tapping on the side of a porcelain cup. Klingt zerbrechlich. It's anything but. This material is a kinetic redistributor. It spreads kinetic energy horizontally, from plate to plate, dissipating it entirely. See? Faint, organic lines cover the plates where they separate into smaller ones. These plates then divide into smaller plates until there are hundreds of them altogether. Like whirls of floorboards. The design looks organic, influenced by highly resistant wood materials, like lignum vitae and ebony perhaps. Woran erinnern mich die? If trees were made of porcelain, this is what their cross-sections would look like. Du fährst mit deinem Finger über die Linien. The smooth, glossy surface fractures into ever more intricate interconnections, peaking on the right sabaton, where you notice. The whirls are in the shape of a letter and number combination, E50, 100, 1000. Anscheinend ist da eine Seriennummer auf dem rechten Panzerschuh. Good. Can you read it to me? Naja, E50, 100, 1000. We have a make and a number. That's something. We can use the radio in my kinema when we're done. Either station can chase it for us. Lassen wir die Stiefel an der Leiche. Ziehen wir den Stiefel ab.
Ich glaube, ich lasse ihn erstmal dran. The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos and extremities blotched pink and blue. Okay, da das tatsächlich eine ganze Weile zu dauern scheint, machen wir wirklich den Rest mal in der nächsten Folge. Es tut mir nur ein klein bisschen leid. Aber hey, ich muss auch warten. Ein bisschen zumindest. Von daher erstmal vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.